Liebe Zuseher, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Baurechtsgrund und was Sie dazu wissen müssen. Was bedeutet es, wenn im Immobilieninserat steht, dass es sich um ein Objekt auf einem Baurechtsgrund oder Pachtgrund handelt? Wenn Sie diese Immobilie kaufen, werden Sie der Eigentümer des Gebäudes und schließen mit dem Grundeigentümer einen Vertrag über die Nutzung seines Grundstücks. Sie werden also nicht zum Eigentümer des Grundstücks, sondern nur des Gebäudes. Der Grundstückseigentümer ist in Wien häufig das Chorherrenstift Klosterneuburg oder die Stadt Wien. Für die Nutzung des Grundstückes zahlen sie eine Art Miete und diese Miete nennt sich Baurechtszins oder die Pacht. Der Vertrag beinhaltet die genauen Regelungen über ihre Rechte und Pflichten. In der Regel steht zum Beispiel drin, dass Sie eine Genehmigung des Grundeigentümers brauchen, wenn Sie eine bewilligungspflichtige Baumaßnahmen planen oder dass Sie alle laufenden Kosten zum Beispiel gegenüber der Gemeinde tragen müssen. Was ist der Unterschied zwischen Pacht und Baurecht? Die älteren Verträge mit dem Stift Klosterneuburg sind oft noch Pachtverträge. Bei den neuen Bauprojekten sehen Sie eher den Begriff Baurechtsgrund. Der wichtigste Unterschied ist, dass ein Pachtvertrag nicht im Grundbuch eingetragen wird und ein Baurechtsvertrag eine Baurechtseinlage mit grundbücherlich einverleibten Eigentümer und Lasten hat. Es ist daher auch nicht möglich, ein Wohnungseigentum auf einem Pachtgrund zu gründen. Bei den Neubauprojekten mit mehreren Wohneinheiten ist es somit notwendig, einen Baurechtsvertrag aufzusetzen. Pachtverträge könnten auch unbefristet abgeschlossen werden, aber ein Baurechtsvertrag hat eine maximale Dauer von 100 Jahren. Eine Weitergabe des alten Pachtvertrages an jemanden außerhalb der Familie ist in der Regel nicht möglich, also empfiehlt es sich oft beim Abschluss des neuen Vertrages auf einen Baurechtsvertrag zu wechseln. Was ist ein Superedifikat? Das Superedifikat ist der offizielle Begriff für das Gebäude, das auf einem Pachtgrund steht. Es ist ein Bauwerk auf fremdem Grund, wobei das Gebäude als bewegliche Sache gesehen wird. Was passiert beim Ablauf der 100 Jahre Vertragsdauer? Am besten lesen Sie diesen Abschnitt aus dem jeweiligen Baurechtsvertrag. Häufig wird dort vereinbart, dass die Bauwerke dann entschädigungslos an den Baurechtsgeber übergehen oder abgerissen werden müssen. Da die Nutzungsdauer eines Gebäudes weit unter 100 Jahre beträgt, kommt eigentlich schon nach 60, 70 Jahren die Frage, eigentlich also im Jahr 2081 zum Beispiel, die Frage, wie weit man das Gebäude noch sanieren soll. Wie der Immobilienmarkt dann aussieht, kann jedoch keiner von uns vorhersehen. Was muss ich bei einem Immobilienkauf auf Baurechtsgrund beachten? Fast das Wichtigste ist die Höhe des monatlichen Baurechtszinses. Daraus lässt sich beurteilen, ob sich eine Immobilie auf Eigengrund lohnt oder nicht. In begehrten Lagen sind die Grundstückspreise einfach so hoch, dass der Baurechtszins möglicherweise günstiger ist als ein Kredit für das Grundstück. Bitte darauf achten, dass der Baurechtszins an den Verbraucherpreisindex gebunden ist und somit sich mit den Jahren erhöhen wird. Der Baurechtszins bzw. die Pacht ist übrigens umsatzsteuerbefreit. Wenn die Liegenschaft von einer Hausverwaltung verwaltet wird, kann der Baurechtszins quartalweise oder monatlich mit den Betriebskosten zu zahlen sein. Bei einem Einfamilienhaus sind die Zahlungen an das Stift Klosterneuburg in der Regel halbjährlich fällig. Die Vorteile eines Baurechtsgrundes liegen auf der Hand. Sie können mit wenig Eigenkapital in einer begehrten Lage mit hohen Grundstückspreisen wohnen. Auch die Kaufnebenkosten oder die Finanzierungskosten sind deutlich niedriger. Mit dem Stift Klosterneuburg als Baurechtsgeber haben Sie auch einen sicheren Vertragspartner für die Zukunft. Gerne erzähle ich und das Team von Remax Together Ihnen mehr über das Thema, damit Sie für sich die richtige Entscheidung treffen können.